Hallo zusammen, das sind wir wieder. Ich bin der Peter, das ist der Peter. Und das ist der Herbert. Peter, Erklär doch mal den Leuten, wie dieser Name Herbert auf dieses Produkt kam. Herbert heißt mein Vater, leider schon verstorbener Vati, der Vati, auf Fränkisch der Vati. Er hatte immer eine laute Stimme. Wir hatten im Maschinenpark gearbeitet, in der Mülldeponie, hat die großen Maschinen gefahren und hatte eine sehr laute Stimme, was mich früher immer sehr gestört hat. Es war sehr, sehr laut. Und ich dachte mir, für einen lauten Amp braucht man den passenden Namen. Vorher war er, glaube ich, Er war noch mal Metzger. Metzger war der Papa und dann war er noch, was war er noch? LKW-Fahrer, also immer Heavy Metal. Immer sehr robust. Ja, und also es würde kein Name besser passen für den Verstärker als Herbert. Als Herbert. Eigentlich. Ja, genau, weil er hat eigentlich alle Eigenschaften. Ich muss noch dazu sagen, der Papa hat sich ja da gedacht, nicht, dass es das mit laut zu tun hat, sondern er hat sich geehrt gefühlt. Ja, ja. Also man muss ja dazu sagen, der Papa war ja immer in der Werkstatt, in der Früh Ja. um 4. Hat uns viel geholfen. Um 4 und der durfte alles anschrauben, was dicker als M10 war. Weil den Rest hat er abgedreht einfach. Ja. Also er hat eigentlich die Trafos montiert und so, alles was schwer ist und wo man halt mit 4 Kilonewton anziehen darf, ohne dass es reißt, das hat Papa gemacht. Ja. Ja. Und Papa war dann auch immer bei mir. Wir sind ja eigentlich weit voneinander entfernt. Papa hat immer Gehäuse hin und her gefahren. Papa hat Gehäuse hin und her gefahren mit Anhänger. Mit Anhänger. War dann in der Früh um 7 mit der Bildzeitung vor der Werkstatt gestanden und hat schon 2 Stunden gewartet, bis ich komme. Ja, immer pünktlich, überpünktlich. Und dann war irgendwann der Autounfall und dann hat er mich angerufen. Also irgendwie alles verrutscht, die Brille kaputt und so, ja. Er war im Krankenhaus, ich soll vorbeikommen. Und dann bin ich vorbeigekommen und dann hat er gesagt, hey, ich bleib heute da nicht. Heute Abend kommt Sportschau. Blaues Auge hat er gehabt. So war er im Bett drin gelegen. Und ich soll den Chefarzt überreden, dass er heim darf. Ja. Und dann war Da er war aber ich doch. fein nicht auch. Genau, das war der Herbert. Ne? Ja. Ja gut, also der Herbert ist, wenn wir jetzt auf die Chronologie zurückkommen, von Der zweite Verstärker, oder? zweite Verstärker. Zweite gewesen. Verstärker. Weil das war ja dann viele Jahre später. Weißt du noch, wann das war? Ich denke um 2000. 2005, weiß ich noch. So spät? Ja. Ich denke, es war ein bisschen früher. Müssen wir mal nochmal nachschauen. Also die Prototypen vielleicht ein Jahr früher oder so. Und der Hintergrund war ja eigentlich erstmal der, dass Korn, die waren immer VH4-User so und haben dann aber immer das Problem gehabt mit ihren siebenseitigen Gitarren, was ja da dann plötzlich war, siebenseitige Gitarre war wirklich ein ernstzunehmendes Instrument. Als wir den VH4 machten, der Einzige, der die siebte Seite hatte, war Steve Vai. Und er hat es eigentlich eher zum Verlängern der Tonleiter verwendet. Und dann kam Korn und plötzlich brutal tief unten in den Bereich, wo früher der Bass war. Welche Stimmung? Die K7 war auf B, glaube ich. So, das waren natürlich große Amplituden. Und da Ja, für große Amplituden brauchst du halt viel Leistung. Energie, Genau. viel Leistung, damit es sauber übertragen wird. Ja. Und der Verstärker, der Herbert, der hat angegeben 150 Watt, kommt aber mit gutem Netz schon gut mal auf 200. Ja. Und man kann ihn auch leise drehen. Also Ja, man ja. kann ihn wie wir hier mit 3 Watt spielen. Das heißt, wenn der 180 Watt hat, heißt das nicht, dass man mit 180 Watt dauernd aufdrehen muss. Genau, das war auch nie das Konzept, sondern das Konzept war jetzt damals bei Korn, da ging einfach die Endstufe zu früh in die Knie, bei moderater Lautstärke. Eben durch die Bässe, durch die tieferen Seiten. Genau, und dann war die Idee einfach nochmal 2 Röhren zusätzlich, einen größeren Ausgangsübertrager mit dem Ziel, mehr Headroom zu haben, nicht möglichst laut zu sein. So dass man quasi bei moderater Lautstärke immer eine straffe Endstufe hat. Ja. Und da sind jetzt quasi 6 Es sind KD7. 6 KD77 drin mit entsprechend großen Transformatoren. Ja, und Da kann man gleich mal drauf kommen auf die MK1, MK2-Version Ja. in dem Augenblick. Es gibt eine MK2-Version, das ist die hier, die unterscheidet sich zum MK1 in den größeren Trafos und der kleine Kanal hat ein bisschen mehr Headroom. Und der Trafo ist von der Bauform anders als Bisschen anders, bisschen größer, Ja. bisschen schwerer. schwerer leider, ja. Gut, aber grundsätzlich die gleichen Röhren wie beim
VR4, die sind in allen unseren Geräten eigentlich. Genau, sind KD 12 77 JJ drin. in der Endstufe. Vorstufenröhren sind auch dieselben, Ja, genau. wie gehabt. Ja, und dann haben wir, also in dem Zuge war ja dann noch die Überlegung des Midcuts. Das war eigentlich so ein Produkt, das haben wir einfach eingebaut und der hat sich dann, viele lieben den Midcut. Das ganze Also Gerät. zur Erklärung, der Midcut nimmt die Mitten aus dem Signal, sodass man halt einen bösen Sound bekommt. Und den kann man also in der Stärke kann man den angleichen und dann könnte man das Ganze ein bisschen in der Lautstärke erhöhen. Was dann noch erwähnenswert ist, dass man jetzt auch in der Lage ist, wirklich ultra cleane Sounds zu machen bei Bandlautstärke ohne irgendeine Verzerrung, weil man natürlich nach hinten aus immer genügend Leistung am Ausgang zur Verfügung hat, dass man jetzt in der Vorstufe nicht so... Und es ist auch so ausgelegt, dass du mit dem Klinikkanal über die Lautstärken der verzerrten Kanäle locker drüber hinauskommst, wenn es sein muss. Ja, da kommen wir gleich mal zu den Anordnungen. Da haben wir den Kanal 1, das ist der Klinikkanal. Hier wäre Kanal 2, Kanal 3, die alle haben Klangregelungen. Dann haben wir die Midcut-Sektion. Hier haben wir die Master-Sektion mit 2 Master, haben das erste Mal 2 Master eingebaut. Man kann also per MIDI alles abrufen und natürlich auch eine zweite Lautstärke mit dem zweiten Mastervolumen. Und dann wieder wie in der Endstufe vom VR4 auch damals. Das Aber wieder Konzept Präsenz und Deep. hat sich bewährt. Deep und Presence ist natürlich ganz brauchbar, wenn man jetzt ultra tief runter will, dass man da noch nachregeln kann. Ja. Gut. Also für mich fühlt sich straffer an als der VR4, also knackiger. Bisschen moderner. Ja. Hast du da einen schönen Effekt dazu? Cleaner. So, Peter, spiel jetzt nochmal die Tele. Was da geht. Die Tele, ja, wir haben ja, also vom Konzept her war das ja eigentlich so, dass Korn eigentlich so die Ursache war und dann plötzlich kamen da Musiker wie Richie Sambora und hat den Herbert plötzlich auf der Bühne gehabt, ohne Metal zu machen. Da habe ich ein Bild. Ja, genau. Gibt es auch ein Video, glaube ich, in New York, wo er den Ja, hat. genau. Genau. Straßfest. Ja, ja. Und auch unser lieber langjähriger Freund Andy Wood spielt Country auf dem Herbert. Und wahrscheinlich auch, weil er einfach straffer ist. Ja? Und spricht schön an. Vielleicht, wenn du den Volumen ein bisschen hochdrehst, dann ist er ein bisschen... Wird ein bisschen saftiger, ja? ne? Hattest du nicht so einen Danny Gatton-Lick noch? Danny Gatton-Lick? So ähnlich.
Ja, gut, aber gehen wir doch mal auf den zweiten, der ist so leicht angezerrt. Ja. Auf den trifft natürlich dynamisch das Gleiche zu. Da fühle ich mich eher zu Hause. Ja, gut, also hat mit Metal nichts zu tun, natürlich, aber viele andere Stilrichtungen passt da offensichtlich auch rein, der Amp. Man kann ja sowieso nicht immer so kategorisieren und sagen, da, der ist Metal und der. Irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Die Meinung ist irgendwie trotzdem, das ist ein Metal-Amp und dafür war er eigentlich ursprünglich auch ausgelegt, ja. Aber letztendlich hat er ein anderes Voicing als der VR4. Und spricht dann offensichtlich andere Musiker an, ist eigentlich eine Erweiterung der Bandbreite in erster Linie mal vom Voicing her und natürlich auch vom Dynamikspektrum her wesentlich flexibler. Bei dem zweiten Kanal haben wir noch einen Plus-Minus-Schalter. Das ändert sich die Gain-Struktur und die Gain-Stärke. Peter, du spielst jetzt gerade auf dem Ich spiele gerade Country auf dem Minus. Und jetzt? Jetzt können wir noch mal Gas geben. Jetzt sind wir eigentlich im High-Gain-Mode angelangt. Ja. Gleicher Kanal, gleiche Einstellung, nur den Plus umgelegt. Wären wir eigentlich jetzt in der Metal-Abteilung. Metal, das heißt? Metal Heißt Paul Reed Smith. Nick. Oh, Nicks Gitarre. Okay, also wir haben jetzt an dem Amp gar nichts gemacht eigentlich. Und haben jetzt den gleichen Kanal mit dem Plus-Schalter umgelegt. Schon mächtig. Und jetzt kommt der Midcut. Und da sind wir dann vom Urkonzept des Herberts angekommen. Ja. Böse. Aber man gewöhnt sich relativ schnell an diesen gescoopten Sound. Ja. Und wenn man dann zurück switcht, dann meint er, der hat mehr Mitten als vorher. Ja. Aber das ist so belügt einen das Ohr die ganze Zeit. Ja. Aber ich habe da im Studio schon ein paar Mal gearbeitet damit, als Overdub zum Beispiel Kanal 2, den Plus an und Midcut aus. Und dann quasi nochmal drunter legen, den dritten Kanal für Flächen zum Beispiel und den Midcut rein. Und dann wird es auf einmal unglaublich breit, das Ganze. Den kann man übrigens ja am Clean-Kanal auch anwenden, ne? Ja, genau. Zum Beispiel für die Les Paul, Genau. die sowieso Mitten hat, dass man die ein bisschen ausgleichen kann. Ne? Oder so funky. Ja, so funky dünnere Style. Geschichten. Ne? Ja, genau. Dann wären wir schon beim Kanal 3. Würde ich gerne mit der Birne hören. Die Birne Helene. Übrigens eine Gitarre vom Uli Teufel. Oh. Wohnt bei mir ums Eck. Und Der hatte einen Birnenbaum übrig. genau, und eine Zwetschge. Und daraus wurde dann die Gitarre gemacht. So, hurra.
Jetzt sind wir in der Abteilung Lead Sound angelangt. Ja, der ist auch straffer als der VR4, aber trägt schön. Also eigentlich in jeder Tonlage, auch wenn ich jetzt da oben bin, wird er nicht dünn. Da würde ich jetzt den Midcut nicht unbedingt immer so bevorzugen. Aber wie gesagt, man kann also von der Bandbreite der Stilrichtungen eigentlich auch wieder alles abdecken. Die Dynamik ist anders, aber da ist eben die Hand das Entscheidende. Jeder klingt anders und dafür ist es gut, dass man einfach auch von dem Voicing her und von der ganzen Ansprache verschiedene Modelle rausbringt. Ja, was haben wir noch Besonderes? Die Neuentwicklung war dann dieser XLR. Achso, da haben wir anstatt dem MIDI-Kabel haben wir hinten eine XLR-Buchse für MIDI eingebaut. Passt mit dem Columbus zusammen, ne? Wird auch Phantom gespeist. Was haben wir jetzt hinten noch an der Rückseite? 3 Einschlagwege haben wir, einer schaltbar, einer nicht schaltbar, einer parallel. Ja. Die bekannten Röhren, Ausfallsicherungen haben wir. Da fällt mir noch was ein, Peter. Und zwar gibt es dazu jetzt eine Fußleiste. Die ist nicht MIDI. Da kann man ganz einfach die Funktionen hier wechseln, die man so sieht. Hier. Kanal 1, 2, 3, Midcut, Masterside, Loop und Mute. Und das Ganze läuft über Monoklinke. Also Spannungsverzeugung und die Adressen. Sehr clever, Herr Dietzel. Hightech. Hightech mit Hardtech. Ich glaube, das nennt man, wie nennt man das in der Elektronik? IC, Quadratbus oder so. Ja, genau. Gut, das hätten wir noch als Zubehör. Ja, und das ist ab Version Mic 2. Dann gibt es noch den Tuner-Out. Tuner-Out haben wir jetzt dran. Ja, das ist sehr praktisch. Also da kann man dann den Amp muten und gleichzeitig aber stimmen. MIDI-Through haben wir auch drin, ja. Und das war es eigentlich. Ich stehe ja wirklich auf den Kanal 2 Crunch. Ja, Peter, und du weißt, wo uns unsere Kunden erreichen? Ja, das weiß ich. Im World Wide Web. Die Webpage ist die www.dietzelamplification.com. Da sind auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr Fragen habt, e-mailt uns. Am besten anrufen. Geht manchmal sehr gut, manchmal weniger, wenn man ein bisschen zu viel auf einmal hat. Ja. Wir sind froh um Anregungen und wenn ihr irgendwelche Spezialfragen habt, bitte schickt uns Mails und wir gucken, dass wir zeitnah antworten können und bedanken uns fürs Zuhören Dankeschön. und fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis bald mal.